Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. So, wir starten ins 5. Buch. Bin ich jetzt mal gespannt, ob es das letzte ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Na dann mal los. Die Konsequenzen deines Handels werden bald zutage treten. Dies ist ein Rückblick. Ah, okay, jetzt kriegen wir nochmal so eine Übersicht über alles. Entscheidenden Einfluss auf weiteren Ablauf der Geschichte haben werden. Zoe Maya Castillo. Als ich aus dem Koma erwachte, wollte ich einen neuen Weg nehmen und mir meinen Job suchen, der aber nichts mit meinem Studium zu tun hatte. Bis vor kurzem habe ich für Mira im Inferno gearbeitet. Ich wollte mehr über neurale Programmierung lernen. Das ist nichts geworden. Zeitgeschichten enttroffen hatten großen Einfluss auf deine Reise. Du kannst jederzeit neu anfangen und dich anders entscheiden, um deine Naja, will ich gar nicht. Kriegen wir jetzt hier nochmal alle vorgeführt. Risa und ich haben vor Monaten getrennt. Okay, ich glaube, das sind jetzt nochmal alle zusammengefasst. Deine Beziehung zu Risa wird dein Leben prägen. Jetzt und für immer. Die Beweise, die wir Sully gegeben haben, was du getan hast, wird sich weiter auf die Geschichte auswirken. Ich habe mich dazu entschlossen, mich zu erinnern, beim Doc, ne? Der Weg hat sich durch die Entscheidung verändert. Und du wirst weiterhin mit den Konsequenzen leben. Gott, das macht mir gerade voll Angst hier alles. Ich habe mit dem Therapeuten Dr. Roman Selector geflirtet. Naja, dein Handeln wird deine Zukunft über die Geschichte hinaus beeinflussen. Wir wollten es dann ja nicht mehr. An jedem Tag im Juli, vor langer Zeit, habe ich Risa Käsesuppe. Ach, das war ja, wo er keine keine Lebensmittelvergiftung bekommen hat. Selbst die winzigsten Entscheidungen, ja. Okay, also hier werden uns einfach nur nochmal alle aufgeführt, die wir getroffen haben. Der Mann meiner Wohnung eingebrochen, ja. Bei meiner Flucht aus der Mönchfeste, jetzt kommt von Kiel die Entscheidungen. Ich skippe mal durch, die kennen wir ja alle schon, die haben wir ja immer am Ende der jeweiligen Kapitel uns gut durchgelesen. Kian Alvane, ich habe Liko im Wolkenschiff mitgenommen. Liko und ich sprachen. Der Brain wollte bei Obnaxus bleiben. Der Brain. Okay, und jetzt geht's los. Ja, ist halt schön, wenn man doch lange Pausen dazwischen hat, dass man das alles nochmal so ins Gedächtnis gerufen bekommt. Ich kann mich aber an alles erinnern. Wo sind wir jetzt? Mit wem sind wir jetzt? Book 5, Dreamfall Chapters, Redux. Chapter 12, Recall. Was? Zoe, you're awake. What? Oh, Wonkers, get off me! Oh, what time is it? Wait, where am I? You're in the hospital, Zoe. In Casablanca. Don't you remember? No. You got really sick, and they brought you here to make you better. I've been watching over you. You've been in a coma for a long, long time. I'm not sure. I'm confused.
You just woke up, Zoe. It must be strange to be awake again. Don't worry. It'll pass. You just need to rest. Go back to sleep now. I'll watch over you. Wonkers, you don't sound like yourself. You've been very sick, Zoe. You can't trust yourself right now. Just close your eyes and go back to sleep. You'll feel much better afterwards. No, I can't sleep anymore. I wouldn't recommend that, Zoe. You're not well. You need to go back to sleep. I need to get up. I wouldn't recommend that, Zoe. You're not well. You need to go back to Stop sleep. it, Wonkers. Hä? Alter, was geht denn? Zoe! Verwirrt! Ich bin sehr doll. Anzeigen. Wir sind in Casablanca. Wonkers? Hä? Hä? Ich bin gerade am Überlegen, ist das denn jetzt nach dem ersten Koma oder lagen wir schon wieder im Koma? Zoe? Oh nein, und guck mal hier, die Farben. Einer da noch? Dings hier. 4 Nummer 2. Rot sind die Marienkäfer, blau die Blaukehlchen und grün die Laubfrische. Wir haben irgendwas bekommen. Nee, ich glaube nicht. Nicht, dass jetzt hier ein Replika-Soldat reinkommt. Thinking of you. Wir denken denn dich. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Bildschirme. Knopf. Wonkers. Warum willst du denn unbedingt, dass ich schlafe, Wonkers? Good old Wonkers. For as long as I can remember, he's been there for me. Like a surrogate sibling and guardian. Best gift ever. But there's something not quite right about him. I can't put my finger on it, but he's not really Wonkers. Okay, können wir nochmal mit dir reden? Are you tired, Zoe? You must be tired. Let's go back to sleep. I'll stay right here. I promise I won't ever leave you. No, I don't want to sleep anymore. You're not feeling well. I can tell. You're exhausted. And you're seeing things that aren't real. I don't know what's wrong, but it's not me. It's this place. It's you, Wonkers. You're all wrong. That hurts my feelings, Zoe. Tja, hä? Alter, ich bin so mega verwirrt gerade. Warte, ich muss mich mal aufsetzen, richtig? Okay, hier haben wir irgendwelche Anzeigen. Was haben wir denn? Get well soon? Ist hier so eine Art Twitter. Unser Profil, ne? 321 an der Wall. Happy Birthday, Zoe. Get well. Birthday Kisses. Birthday. Happy Birthday. Da oh, der Teddybär. Irgendwas. Was? Von Karen Jensen. Really miss you, Zoe. Hope you got the... Was? Towers I sent? Was? Ach, Flowers I sent. Sind die von dir hier, die Blumen? Von der Karen? Reza hat uns ein Video geschickt. Ach, Crowbird. Thinking of you. Was haben wir hier noch? Rike Jensen. Wishing you a speedy recovery. Da unten Emma. Emma? Ist die aus dem ersten Teil? Nee, oder? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir so bekannt vor irgendwie. Hope you are feeling better and that we see you at the gym again soon. Oh, hier aus unserem
Fitnessstudio, auch Grüße. Da unten, was steht da? Free Coffee and Brownies oder was? When you get back. Found this old video of you. Ach, guck mal. On my iris. Aus dem zweiten Teil. Die Zoe, wie sie da noch aussah. Und hier auch. Das andere Video hier. Okay, krass. Können wir uns das noch genauer angucken? Over 200 unread posts. So I was more popular in a coma than when I was awake. Encouraging. Ah, ist ja oft so, ne? Dass die Leute sich immer erst melden, wenn es mehr oder weniger zu spät ist. Get well, get better. Please wake up. Hope you recover. Don't die. Where's that book you borrowed? Come back to us. All our love. Where were these people before my coma? Wo ist das Buch, das du dir ausgeliehen hast? I spent my 21st birthday in a coma. That's just sad. 21 Jahre alt ist die gute Zoe erst. Oh Gott, ich fühle mich alt. Hey, a message from Emma. Oh, she finally opened her gallery in Europolis. Nice. I'll have to visit soon. Ja, da unten die Emma. Das ist die doch. Jama sent me something. Knowing her, it's probably a list of exercises to get me back in the gym. Hä? Oh, an invitation from CTU to come back and talk about my experiences. What experiences? How to not succeed after graduation? Avoiding bed sores? Also, the event was 6 months ago. Fantastic. Ah, okay. Alles schon vorbei. My surprisingly large circle of acquaintances has been busy talking about me in my absence. Now that I'm awake, I probably won't hear from any of them ever again. Oh Gott. Over 200 unread posts. Okay. So I was more popular in a coma than when I was awake. Was steht denn da noch? Encouraging. Text Message. Message. Feed. Get well, Zoe. We really miss you. Hope you feel better soon. Von Raquel. Oder Rachel. Raquel. Und dann der Hans Andersen. 4 Tagen. Ach, guck mal, vor 8 Stunden. Gar nicht so lange her. What? When are you getting out of the hospital? Can't wait to see you. Der Hans Andersen. Und da unten haben wir noch eine Text-Message. Die können wir uns aber anscheinend nicht anhören. Okay, und hier sind die Blumen. Grußkarte. Flowers from Liv. Hola, sweetie. I hope these flowers will brighten your day. Love, Liv. That's cute. Liv's cute. Wer ist denn Liv? Liv is cute. I'm so happy to have Olivia Del Marco in my life. And Ailey and the cat is hands down the best electronics shop in Casablanca. I can't wait to go back. Olivia Del Marco, der Name sagt mir auch irgendwas. Mist. Ah, ich kann es nicht zuordnen. Ballons? It's from Reza. Oh. I guess he stops by often. I mean, of course he does. I hope he's okay. Oh. It's from Reza. Können wir anfassen? Thinking of you. I would hope so. Na doch, mach mal. Thinking of you. I would hope so. Anfassen, nicht nur lesen. Okay, was haben wir hier noch so alles? Hier von unserem Uni-Abschluss. Graduation Day in front of Jamie Hall. Studienabschluss. Cape Town University has the most beautiful views. I spent so many lazy afternoons with friends, sitting on jammy steps and looking out over the city. Ach Zoe, und du bist noch so jung, du hast noch so viel vor dir. I remember feeling like the end of my bioengineering degree was impossibly far away. I can't believe I actually made it to graduation. It's almost like a dream. Vorsicht mit dem Wort Traum. Zoe, du weißt warum. Und hier sind wir am Trainieren. I'd almost forgotten this. I won a competition. 2nd place, I think. Jama was so proud. Prouder than my dad, perhaps. Definitely prouder than me. Na, I'd almost forgotten this. okay. I won a competition. Cool. Zweite 2nd place, Fernseher. I think. Alter! Jama was so proud. Prouder than my dad, perhaps.
definitely prouder than me. Ich dachte, das wäre eine Tafel. Das ist ein Fernseher. Zoe, du Übertreiberin. Geiz ist geil, denke ich. Thanks for joining us. Things are generally going very well today. Wouldn't you say so, Marek? Incredibly well, Rika. We'll soon be out of jobs, the both of us. I honestly wouldn't mind one bit, Marek. Following up on yesterday's heartwarming Wattycorp story, the company behind everyone's favourite dream machine has announced that customer satisfaction has reached an unprecedented 110%. Impressive, Rika, but who can argue the Dreamer has changed everything? An end to war, an end to violence, an end to poverty. What are we doing here, Marek? We should be in Dreamtime too. You said it, Rika, you said it. Wattycorp has also announced that surplus profits from the Dream Machine will go to sponsoring free dreamers for children in need worldwide, giving them the opportunity to escape their dreary, pointless existence for a life of endless joy and happiness inside Dreamtime. Outstanding. Just another reason why Wattycorp is our favourite corporation, Marek. And they're not even paying us to say that. But seriously, things are great. They are so, so good. Just trust us on that. Wie die einfach mal beide die gleichen Animationen bekommen haben, ne? Synchron Kopfnicken. Was haben wir hier, Zoe? Jardin de Roses. Home, sweet home for most of my tumultuous teenage years. Was hast du denn da gemacht? Casablanca's a great place to grow up. Such an interesting mix of cultures and very safe and clean. But I'll have to move at some point if I want a career in pioneering. Maybe I'll go back to Cape Town or move to Europolis. I've always wanted to do that. Oder ich ziehe nach Europolis? Hä? Wir sind jetzt vorher, ne? Wir sind noch in Casablanca, also vorher. Wir sind noch nicht nach Europolis gezogen, zu Reza. Das heißt, wir sind momentan noch mit Reza zusammen. Und sie kann sich nicht daran erinnern? Hä? Okay, krass, krass, krass. Bild von ihr und ihrem Vater. Dad and me in Casablanca. Dad's been away a lot, travelling, but we're still very close. I remember that day. We had one of our dad and daughter days. We walked around exploring the city, we went to a museum, and then we ate an amazing buffet dinner at the Wati Plaza Hotel downtown. Dad and me in Casablanca. Okay. Ein Vater-Tochter-Tag, sowas ist gut. Sowas ist gut, wenn man sowas macht. Und hier mit Reza. Ein Bild von Reza und mir. Our 5th anniversary. Reza and I took the vac tracks to Norway and a hydrofoil to Svalbard. We spent a long weekend travelling around the island. Ja, 5. Jahrestag. Dann warst du 16 Jahre alt. Noch früher sind die zusammengekommen. We always talked about going to Svalbard. It's such an incredible place. So majestic and so alien. And I was totally geeking out about going inside the Doomsday Vault. 5 years together. Almost hard to believe. Things have been rocky between us from time to time. It's amazing that we lasted this long. Naja, so ein Streit gehört auch dazu, glaube ich. Ah, guck mal. Also wenn ich aus dem Koma auswache, dann will ich auch hier aufwachen. Toi, toi, toi. Dass das nicht der Fall sein wird. Was haben wir hier noch? Das Bild? That's me in Cape Town. Am Strand. This must have been Sandy Bay. Oh, beautiful waters. Carefree days. Oh, I miss it. Sorgenfreie I Tage. remember this day vividly. 5 minutes after this picture was taken, there was a sudden influx of naked 70-year-old men. And that's when we realized what kind of beach this was. Und die Aussicht.
The Atlantic Ocean looks perfectly serene from here. When the megastorms aren't raging, of course, then not so much. Ja, ist wahrscheinlich so. I wonder where this hospital is located. Must be on one of the quieter beaches in Casablanca. The real estate must cost a fortune. Ja, und wie sind wir hier gelandet? Wer hat uns hier hingebracht? The Atlantic Ocean looks perfectly serene from here. Okay. When the megastorms aren't raging, of course, then not so much. Ist das da unsere Mutter? Familienfoto, unsere Mutter, die uns umbringen wollte? Mum, Dad and me. That was when we moved to Casablanca. Mum and Dad were always moving when I was growing up, because of their jobs. This must have been the 5th or 6th home we moved into. I remember falling in love with the place as soon as we got there. It had all these nooks and crannies, a balcony and my own room with an awesome view. Mein erster Balkon damals, als ich noch ein Kind war, ging direkt, wenn ich rausgeguckt habe, habe ich meinen Schulhof gesehen. Das heißt, ich wurde immer an die Schule erinnert, wenn ich noch auf dem Balkon stand. Voll schlimm eigentlich, aber auch super vom Weg her, ne? Ein super kurzer Weg gewesen. Und eine Karte von Karen. It's a card from Karen. Karen's nice. She's been a good friend and she makes great coffee. Oh, Kabel. It's a card from Karen. Okay. Card von Karen. Okay, dann haben wir uns hier, glaube ich, soweit erstmal alles angeguckt. Können wir raus? Oh, wir könnten rausgehen. Da haben wir noch ein paar Sachen, die wir uns angucken müssen. Also hier diese, ja komm, das machen wir jetzt ja auch noch. Auch wenn die Folge dann ein bisschen länger wird wieder mal, aber... Those vitals aren't too bad. Not being in a coma probably helps. Those vitals aren't too bad. Okay, und das ist ein Knopf. The call button should really be next to the bed. Although, I guess they weren't expecting me to wake up from my coma anytime soon. Okay, da könnten wir drücken oder wir können rausgehen. Ah, Kleiderschrank. Tür. Okay. Na gut, ihr Lieben. Dann machen wir hier erstmal nochmal eine Pause. Wir sind jetzt vor dem, was wir alles erlebt haben. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Gerade aus dem Koma erwacht. In Casablanca. Und wir leben noch hier. Wir sind noch nicht nach Europolis gezogen. Noch nicht nach Propast. Alter, okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Runde, was wir hier machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir... Ja, durch welche Tür wir gehen. Mal gucken. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Dreamfall Chapters. Bis denn. Bye, bye.